sind zurück in der Hut und heute gehen wir nicht trainieren, heute gehen wir einfach einen Kaffee trinken. Meine Frau habe ich heute auch mit dabei hier. Nicht so schüchtern. Heute wird Brust auseinandergepflückt auf euren Wunsch. Herr Bamstedt hat auch ein Brustvideo hochgeladen und dann dachte ich mir, komm, die Gewichte, die schlage ich heute. Deswegen, naja, stellen wir uns einen Kaffee. So. Warum sind wir jetzt drin? Wir haben die Party jetzt nach innen verlagert, denn Polacco ist allergisch gegen die ein oder andere Wespe, die hier rumschwirrt. Und damit ist nicht die süße Biene neben mir hier gemeint, sondern die wirkliche Wespe. Und das riskieren wir nicht, das ist mir jetzt so riskant, außer wenn die mir in die rechte Brust sticht, dass ich dann einen besseren Pump kriege im Training. Dann wäre das auf jeden Fall gegeben. Und warum ich mir hier so ein 0,7er Wasser bestellt habe, hat natürlich folgenden Grund. Von Koffein allein passiert nichts. Und deswegen gibt es hier erstmal eisgekühlt aus der Glasflasche. Diesmal sogar hat der einen Sonderzuschlag gegönnt. Letztes Mal hatte ich nicht so ein Ding. Ich glaube, wenn ich das jetzt trinke, dann können wir auch auf den nächsten Rave gehen. Ey, Alter, ich habe das Ding mit nach Wien genommen und guck mal, das ist schon 3/4 leer. Die 2 Scoops, die bedarf es halt einfach. Ich hatte schon was gegeben. Ja, aber du musst jetzt den Klumptest schaffen. Wie man das macht als Influencer. Da gibt es keinen Klumptest. Richtig, doch. Mädels. Achso, guck mal, in welcher Löslichkeit das rauskommt. Hier nicht ein einziger Klumpen. Und oh, ich sag's euch. 10 Minuten im Kühlschrank stehen, gell? Das unfassbare Geschmackserlebnis. Ein bisschen Eiswürfel noch rein. Das ist Game Changer, Mädels. Kauft das Ganze. Das ist so geil. Geschmack 12 von 10. Der 14 beste von Geschmack 10. ever. Der beste Geschmack ever, den ich je probiert habe. Da muss ich gleich noch mal einen Schluck von nehmen hier. Alter, die Weiber, echt. Übt ihr schon mal für die bevorstehenden More Days? Die Männer sind aus. Das hast du gesagt, Markus. Mein Kameramann. Sieht man dich jetzt eigentlich auf den More Days? Leonidas, wir sehen uns auf dem More Day zu der Ess-Challenge. Wer zuerst auf vor muss verlieren. Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Klassiker. Es ist Obst im Haus, es ist reichlich. Schatz, haben wir noch Erdbeerkäse daheim? Erdbeerkäse. Unsere Kinder kriegen auch Erdbeerkäse. Hier. Guck mal, Exquise auch noch. Niemals die alte, Alter. Hä? Das ist dann so Aufstrich, der nach Erdbeeren schmeckt. Ja. Die armen Kinder, Alter. Wenn Alicia durch die Straßen Berlin läuft, machen die Autofahrer Platz. Die Queen kommt auch. Man kennt sie, man grüßt sie, man schätzt sie. Man spuckt sie an, ja, man hupt. Man beleidigt sie. Ja, das passiert schon das ein oder andere Mal. Ich erinnere mich ja noch an die Zeiten, wo dich alle unsympathisch fanden, weißt du das noch? Sind die nicht immer noch? Ja, unterm Video hieß dann immer Mann, 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 die Alicia, die ist ja unsympathisch. Also hör auf, so viel zu lachen hier. Du bist noch zu gut drauf für einen richtigen Chest Day. Ha, warte ab, Alter, jetzt klappt hier die Treppe runter und dann knallt's aber gewaltig. Erste Übung heute, Hammer Strength, Isolateral Incline Press oder einfach Schrägbankmaschine. Bin jetzt ein bisschen weggekommen als erste Übung vom Drücken mit Kurzhanteln. Einfach weil ja, das Gewicht nicht mehr ausgereicht hat und ich jetzt nicht unbedingt über 10 Wiederholungen machen will in der ersten Übung, sondern schön schwer bolzen will und später dann übergehe als 3. oder 4. Übung sogar erst zum Kurzhantel-Schrägbankdrücken. Lieblingsbrustmaschine, übertrieben gutes Gefühl und da lege ich mittlerweile mehr Wert drauf. Also klar, hier kann man noch gut Gewicht schieben, aber da ist mir das Gefühl doch deutlich wichtiger, dass ich auch wirklich oben rein treffe und später, wenn die Brust dann richtig voll ist, schon der Pump drinne, dann nochmal mit Kurzhanteln hinterher, dann muss man noch nicht mehr so ultra schwer gehen und das habe ich für mich ganz gut rausgefunden. Aber ansonsten, wenn ihr Anfänger seid und ja, erst stärker werdet, würde ich immer mit Kurzhantel-Schrägbank eigentlich anfangen. Habt ihr
Auf jeden Fall einen guten Reiz davon. Herrlich. Fühlt sich gut an heute. Ich weiß noch, als ich das Gerät im zweiten Gym, wo ich jemals angemeldet war, gemacht habe, war dann ein Tag, wo ich die 2 Plates da gedrückt habe. Stolz wie Bolle war. Ich bin da rausgelaufen, den Brustpump und dachte, mir gehört die Welt. Jetzt habe ich mich da auf 5 Scheiben hochgearbeitet und denke mir, ja gut, eigentlich müssen 6 werden. Schon verrückt immer. Die Bigorexia kickt in. Also wenn man mich fragt, ob ich zufrieden bin, oder wenn du einen Bodybuilder generell fragst, ob der zufrieden ist, das ist schon leider ein Sport, der einen nie zufriedenstellt. Aber ich glaube, wenn ich Max Verstappen frage, ob er zufrieden ist mit seiner Leistung in der Formel 1 Kiste, wird er mir dasselbe sagen. Und das macht es auch irgendwo aus. Jetzt heißt es Fokus. Geil. Boah. Nice, Junge. Es waren zwar die gleichen Wiederholungen, aber ich habe letztes Mal eine 11 minus gedrückt. Und eine 11 minus ist eher so eine räudige 11. Heute war es fast eine 12 minus. Aber auf jeden Fall eine clean 11. Und gerade bei Brust freut mich das in der Vorbereitung sehr. Denn wundert euch nicht, wenn ihr Diät macht, leichter werdet, dass ihr auch bei den Push-Übungen meistens ein bisschen Kraft verliert. Natürlich solltet ihr jetzt nicht in der ersten Diätwoche 20 Kilo weniger pro Seite machen. Das passiert auch nicht so schnell, aber minimal schwächer werdet ihr da. Gleichzeitig aber auch meistens stärker bei sowas wie Rücken und Beine. Gerade auch wegen der Mobilität. Wenn ich nicht so ein Wasserbüffel bin, komme ich besser in die Beuge, kann ich besser heben und so. Deswegen sehr, sehr happy und komme echt sehr gut klar mit Brust aktuell. Obwohl es nur einmal alle 10 Tage drin ist. Die Beine? Ja, gut. Man kann sagen, passiv ist auch noch ein bisschen Brust drin beim Schultertag oder so, aber ich muss gerade an den letzten Gewinner des erratenen Splits mit dem 100 € ESN-Gutschein denken, der ohne Witz die Good Old Doktorarbeit in die Comments geschrieben hat. Absoluter Ehrenmann. Er hat sich wahrscheinlich 2 Stunden Zeit genommen dafür. Und das würde ich sagen, hat er sich in allen Ehren verdient, den Gutschein. So genau kann man meinen Split eh nicht erraten, weil aktuell mache ich die Pausentage nach Gefühl und merke nur oder mache wirklich nur einen, wenn ich mir denke, Junge, ich bin ja völlig durch. Also ist dann meistens nach spätestens 4 Trainings in Folge der Fall. Aber ja, im Aufbau habe ich immer meine festen Pausetage drin und in der Diät variiert es dann immer nach Gefühl, wobei ich das am Ende des Aufbaus auch so gehandhabt habe. Aber ja, das Allerwichtigste, hört auf euren Körper. Ist für alle Anfänger nicht so einfach, aber deshalb kann man da auch einen festen Split fahren mit festen Pausetagen. Dann ist es garantiert für alle Fortgeschrittenen ab 5-6 Jahre Trainingserfahrung. Kann man das auf jeden Fall auch ziemlich individuell machen. Jetzt Backoff-Satz. Das ist immer, ich mache ja so ein Hybrid-Ding. Ich bin ja nicht Fraktion HIIT-Training und ich bin auch nicht Fraktion Volumentraining.
Ich bilde jetzt meine eigene Fraktion. Noch mehr Verwirrung im Internet. Yay! Ich mache dieses Zweisatz-Prinzip ziemlich gerne mit Topsatz, Backoff-Satz und vor allem sehr gerne am Anfang, weil jetzt bin ich noch frisch, jetzt habe ich noch die Energie und sobald ich dann ein bisschen durcher bin und die Birne nicht ganz so gut mehr mitspielt nach einer Stunde Training oder so, reduziere ich das Gewicht manchmal oder meistens eigentlich immer und mache dann 2 bis 3 Sätze, also Satzzahl minimal nach oben und dafür aber zum Beispiel so Straight-Sätze, also 3 mit dem gleichen Gewicht zum Beispiel. Also es ist am Anfang eher, dass ich da Top- und Back-Off-Satz gucke und auch wirklich notiere genau und später einen Plan. Oder steht dann im Buch drin, dass ich halt einfach, keine Ahnung, wie heute zum Abschluss nochmal Kurzhantel, Schrägbank drücken und Butterfly eher dann mache, um nochmal schön Wiederholungen rauszuholen und um alles durchzudrücken. Aber die Anfangsübungen, gerade so die ersten 3, sage ich immer von jedem Training, von jeder Muskelgruppe, die versuche ich immer wirklich nach Buch zu machen und die auch immer zu schlagen und da keine Spielchen zu machen. Weil je mehr Kraft ihr auch haltet in der Diät, desto mehr wird an der Titte hängen bleiben. Oh, herrlich. Eine 15 minus. Kann man mal schauen. Das war aber ganz knapp von einer soliden 15. Ja. Wäre das eigentlich hilfreich, wenn ich dann ablege und helfe? Oder willst du denn eher so für dich? Dann das ist eine sehr gute Frage. Dann wäre es tatsächlich für mich vielleicht punktuell ganz gut. Aber dann hätten wir noch 2 gemacht vielleicht. Also Forced Reps nennt sich das ja. Also gezwungene Wiederholung. Aber dann würde ich nächste Woche ins Training gehen und vielleicht nicht dieselbe Leistung abrufen und dann wäre das so ein bisschen schwierig. Sowas mache ich dann eher, wie ich gerade gesagt habe, später bei den Übungen, wenn mir es dann eigentlich egal ist, ob ich jetzt 10 oder 11 Wiederholungen gemacht habe oder nicht. Und hier ist mir schon wichtig, dass ich wirklich selbst die Kraft aufbringe. Geil. Ich dachte, ich habe falsch gesteckt, Alter. Was ist denn los? Hat die mir vorhin was in meinen Kaffee reingemischt? Das war krank. War eine solide mehr. Komm.
Starker Satz. Schuster ich mir hier was zusammen. Abgeschaut von meinem guten Kumpel Hypertrophy Coach, den wir auch besucht hatten. Treue Zuschauer kann sich an die Videos erinnern. Das Ganze hier ist einfach dazu da, um die Wirbelsäule hinten zu fixieren. Und wenn du dann hier die Fliegende machst, ist dein Sternum, also dein, ja, ist das Brustbein, ist dein Brustbein einfach offener und du kannst mehr in den Stretch gehen. Jetzt haben wir 2 Übungen drückend gemacht, eher verkürzend, und jetzt wollen wir die Brust volle Kanne aufdehnen. 2 Sätze zum Reinkommen wieder und macht dann 3 Sätze hier. Die ersten schwer, die 2 danach ein bisschen leichter. Das ist krass, das jetzt als 4. Übung zu machen. Da braucht ihr jetzt auch nicht mehr 70 Kilo, sondern kann man auch wirklich mit weniger Gewicht sowas von geil gezielt in den Muskel drücken. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier ein paar Sätzchen und gucken mal, was für Gewichte wählen. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht mehr so wichtig, dass ich mich hier gewichtstechnisch steigere. Und einfach nochmal perfekte Kontrolle und schön den Muskel voll pumpen. Schon schwerer als gedacht, ey. Das ist geil. Wenn man so richtig sauber drückt, dann macht auf einmal die Brust zu. Ich dachte gerade so, ja, noch 3 oder 4 und dann bei 10. Ja. Kann auch jemand mal einen Imbusschlüssel nehmen und die Dinger festschrauben. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Das hat man nochmal extra Stabilisationsarbeit. Noch ein Satz die 40er. Mach damit nochmal Wiederholung. Ist die obere Brust aber auch richtig gut gefüllt. Ja. Der Upper Shelf. Wenn ich dann wieder den Anzug, wenn mein Schneider Sascha vorbeikommt, das oberste Hemd dann zugeknüpft wird und du dann denkst, nee, das lassen wir offen. Dann denkst du genau an die Übung, ja. Auf geht's. Wisst ihr, was die Bärenregel ist? Erst ab 40 darfst du schmeißen. Wer unter 40 Kilo Gewicht wegschmeißt, der ist eine richtige Pussy. Geil.
Ding wurde wieder von den Weltmeistern zusammengeschraubt. Ja, irgendwie stehst du dann da drauf, so. Heute ist ein bisschen Schultertraining. Scheiße. Brusttraining habe ich jetzt kurzerhand gequittet, nachdem der Butterfly hier auch nicht mehr funktioniert. Aber müsst ihr auch jetzt mal sehen, wie es mal hinter den Kulissen abläuft. Falls ich das Ding jetzt hier noch irgendwie fixen kann, machen wir noch ein bisschen Schulter. Das ist ja das absichtlich, du musst ja so denn. Das ist die neue Technik. Wenn ihr jetzt so trainiert, ein statisches Halten macht, ist extra nochmal mehr Brustgains. Und dann hält ihr das Ganze. Kurzer Smalltalk mit Alice. Du bist so nervig. Ja, und dann geht's wieder weiter hier. Ah, jetzt hat sich was bewegt. Hier. So. Das sollte eigentlich der Butterfly werden, aber er will nicht. Wir können auch die Nautilus heute machen. Stefan wäre jetzt so, komm, mach mal die Nautilus. Ich muss ja auch psychologisch denken. Wenn jetzt die Leute in den Bunker kommen und ich im Video das Gerät gemacht habe, was ich sonst nie mache, wird das jetzt benutzt. Und ich habe dann die Geräte, was ich nochmal machen muss, für mich, aber so. Ja, das ist echt leibend. Scheiße ist das echt nicht. Schlecht ist es nicht. Dadurch, dass man die Hände frei hat und nur die Ellenbogen zusammenführt, geht es schon fit. Es fügt sich alles, wie es muss. Der Butterfly kackt ab. Dann machen wir halt heute die Nautilus, wie heißt die? Die 10 Grad Chest. Heute gibt es 10 Grad Chest. Aber Pump ist gut, Alter. Puh. Selber die TT angucken. Hast du doch noch heimlich die Biene geholt und dich stechen lassen? Junge, die habe ich mitgenommen aus dem Café. Bienenpump. Dekolleté aufgepumpt. Gut, jetzt haben wir den Brustteil abgeschlossen. Wenn oben die Streifen hier reinkommen, dann wisst ihr, die Brust ist durch. Jetzt gehen wir weiter, machen tatsächlich noch ein bisschen Seitheben. Ich mache hier 4 Sätze an der stehenden Seithebemaschine und dann sind wir durch mit dem Push-Training. Trizeps mache ich manchmal noch. Trizep. Oh shit, ich muss einen Euro in die Trizep- und Bizep-Kasse zahlen. Normalerweise mache ich noch ein bisschen Trizep dazu, aber da ich gestern Arme gemacht habe, ja, und die noch ordentlich verkatert sind, beziehungsweise der Trizep, macht es eher weniger Sinn. Und dann wird am Schultertag, eigentlich habe ich ja auch noch einen Schulter-Trizep-Tag, wird dann noch mal Trizep dazu geballert. Eigentlich heftig, wie kurz so ein Brusttraining ist. Das denke ich mir auch immer wieder. Und eigentlich ist es schon logisch und müsste auch so sein, weil früher, wenn ich so überlege, habe ich auch so 20, 30 Sätze Brust gemacht. Also wirklich so abartig viel Volumen. Aber nee. Liegt es jetzt nur daran, dass Brust bei dir so eine Stärke ist? Oder liegt es allgemein daran, dass man Brust jetzt nicht 50 Sätze machen sollte? Ja, tatsächlich. Also Brust wird oft viel zu viel gemacht. Wenn man sich jetzt mal den Muskel betrachtet, im Vergleich jetzt zu den Rücken und zu den Beinen, ist es eigentlich fast so groß wie die Schulter. Also nicht eins der größten Muskelpartien.
Von dem her bin ich der festen Überzeugung, dass, dass da 10 bis 15 Sätze die Woche, je nachdem ob man ein- oder zweimal Brust trainiert, völlig ausreichen und bei Leuten, die eher eine starke Brust haben, auch weniger. Deswegen bin ich in 45 Minuten, 60 Minuten mit Brust spätestens durch und jeder, der länger da Brust macht, der macht irgendwas, aber nicht ein gutes, konzentriertes Brusttraining. Auch ein Dorian Yates hat, auch ein Ronnie Coleman, wo man ja sagt, der hat ordentlich Volumen geknüppelt, der war eine Stunde durch mit Brust. Also wer da 2 Stunden nur Brust weghackt, der macht was falsch, beziehungsweise dem lege ich mal ins Herz, da weniger zu machen. Die Sätze, die ihr macht, dafür richtig intensiv, richtig reinknallen und dann soll es gut sein. Der Bienenstich, Crank, Pump Pro, Pump. So, absolut drin. Junge. Läufst schon fast wie Michi. Alice ist immer noch am Bolzen hier. Ein Satz noch. Gut. Was? Du bist immer skeptisch zu mir, wenn ich diese Kamera aufhalte. Immer. Ja, weil du mich immer im schlechtesten Winkel ab. Nein, das würde ich machen, wenn ich ganz nah rankäme. Und dann noch ranzoome. Oh, Alter, gleich fliegt die Cam. Ich bin weg. Gut, aber Du stinkst. ich stink, ja. Train like a beast, smell like a beast, oder? Und du stinkst aber wie ein... Noch gibt's kein Geruchs-YouTube, von dem her seid ihr da safe zu Hause. Die meisten gucken unsere Videos aber beim Essen oder morgens auf dem Cardio. Die würden kotzen, würden die. Ihr würdet sowas nicht kotzen. Ich denke mir auch immer hier unten im Kellergemäuere hole ich mir auf jeden Fall den Pilz noch ab auf der Lunge. Weil hier schimmelt auf jeden Fall alles. Aber wenigstens geht das Butterfly-Gerät. Das hat mich heute zum Rage gebracht. Echt? Oh, das hat einen kurzen Aussetzer. Sowas von.